Hi Leute, willkommen zu Drang gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich also um Labwaffenbau und ab und zu auch schon mal ein paar andere Sachen. Heute mache ich mal nur ein kurzes Video, mal wieder so ein bisschen Tipps und Tricks. Habe ich ja längere Zeit nicht gemacht. Eigentlich war mit der Woche zu warm, ein Video zu machen, deshalb mache ich jetzt mal nur ein kurzes. Heute geht es dann mal so ein bisschen über Fliegengitter, was man so mitmachen kann. Ne? Ab und zu werde ich schon mal gefragt, ob das Zeug überhaupt was taugt. Ja, doch, kann man benutzen. Wie gesagt, kann man zum Stabilisieren nehmen und halt auch noch für ein paar andere Sachen. Ich gebe da mal ein paar Beispiele, was man damit machen kann. Dann hoffe ich mal, das Ganze hilft euch ein bisschen weiter und interessiert euch. Bleibt dran, wir sehen uns. So, dann habe ich ein paar Sachen mal vorbereitet. Das hier tue ich erstmal auf Seite. Und zwar das Fliegengitter, das ist ja das Kunststofffliegengitter, das kriegt ihr im Baumarkt im Normalfall. Müsst ihr noch mal gucken, da gibt es verschiedene. Ich habe auch ein paar andere Sorten mir aus Versehen schon bei Amazon mal gekauft. Das war dann aber das Falsche. Das war mir ein bisschen wie Stoff. Oder halt das ganze Gegitterte hier, das war viel zu klein. Das musstest du dann mit Pattex machen statt mit Heißkleber. Was dann auch nicht so toll war, aber wie gesagt, das hier ist das normale, das kriegt man auch relativ günstig, ist eine gute Alternative, je nachdem für Leder. Es hängt halt immer von ab, was ihr machen wollt. Für alles ist es auch nicht geeignet, hat auch seine Vor- und Nachteile. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Es hieß nämlich, irgendwer hat mich das letzte gefragt, hör mal, das reißt doch direkt. Na, so schnell reißt das auch nicht, also wie ihr seht, da kann man schon, ne, da tut sich nichts, also so stabil ist das schon. Das war glaube ich beim Streitkolben, wo jemand gefragt hat, ob das, ne, das reißt ja direkt, wenn man quasi anguckt, ne, reißt nicht, wie ihr seht, also da kannst du schon, ne, ich hoffe, das hört man, ne, da reißt gar nichts. In Verbindung mit dem Heißkleber ist es halt für Sachen zu stabilisieren nicht schlecht. Prinzipiell kann man auch für einen Spitzenschutz könnte man benutzen. Würde ich natürlich dann mehrmals drum wickeln, das kann man auch machen. Ist vielleicht nicht das Optimalste, aber ich sage jetzt mal für Sachen, wo das nicht so dick auftragen soll. Das ist ja immer so eine Sache. Ich guck mal. Ich habe hier noch so ein Stück Dings, haben wir hier noch. Jetzt gucken, hier haben wir auch noch ein bisschen Dinge. Das ist natürlich, wir machen jetzt mal, dass man ein bisschen was zum Gucken hat. Mal schauen, ob ich hier noch ein bisschen Leder rumliegen habe. So, ein bisschen haben wir noch. Nehmen wir hier von oben ein Stück. Wie gesagt, das mache ich jetzt alles nur so ein bisschen als Beispiel. Ein bisschen ab. Wie gesagt, das Video ist alles mal wieder ein bisschen improvisiert, aber mal gucken. Vielleicht hilft es euch ja auch. Wie gesagt, man kann es dafür benutzen. Im Normalfall benutze ich es nicht für einen Spitzenschutz, aber wenn man mal irgendwas hat, sagen wir mal, was nicht so dick auftragen soll wie beim Leder. Weil beim Leder habt ihr ja auch ziemlich, ich sag jetzt mal, je nachdem wie dick das Leder ist, was ihr für den Spitzenschutz benutzt, ist das ja schon ein bisschen klobiger. Wir testen jetzt einfach mal. Schneiden wir auch mal was ab. Ungefähr die Lederbreite. Und dann tun wir einfach mal testen. Wie gesagt, kann man benutzen, wenn man mal nichts anderes hat. Geht das schon. Ob das jetzt natürlich das Optimale ist, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber benutzen kann man es. Es ist danach auch noch relativ flexibel. Wir machen jetzt einfach mal, wie gesagt, ich mache ein paar Anwendungsbeispiele, wo man benutzen kann. Und dann zeige ich euch, wo ich meistens dann auch benutze. So. Wie gesagt, kann man machen, muss man nicht. So, das lassen wir jetzt hier noch ein bisschen abkühlen. Hier, wie gesagt, bei dem Fliegengitter müsst ihr dann immer so ein bisschen gucken, dass er schon mal drumherum macht. Wie
gesagt, das ist jetzt, wenn ihr mal irgendwas habt, wo es nicht so dick sein soll. Nur ihr müsst dann halt gucken, ne, dass halt mehrmals drum macht. So einmal würde ich nicht, so 2 bis 3 Mal, weil das ist relativ dünn. So. Wie gesagt, kann man dafür auch nutzen, würde ich sagen. Denke mal, das ist okay. Wenn ihr mal kein Leder oder so zur Hand habt. In der Regel nehme ich natürlich Leder. Da ich ja öfters baue wie andere meistens. So. Einfach mal eine Schere. Schneiden wir ein bisschen was ab. So. Ups. Das war natürlich wieder nicht so clever von mir. Ich vergesse immer, dass das hier auf den Matten immer so nicht so toll ist mit dem Heißkleber. Naja, ist jetzt nicht. Ich lasse das jetzt mal mit so. Wie ihr seht, das ist dann relativ dick vom Leder her. Ne? Flexibel ist es auch. Hier müssen wir noch ein bisschen abkühlen lassen. Aber prinzipiell, wie gesagt, kann man dafür auch benutzen. Ihr seht ja, das ist auch beweglich. Durch den Heißkleber kann man das auch benutzen. Das geht. Wie gesagt, könnte man machen, wenn man es halt ein bisschen dünner haben will. Dann wäre eine Anwendung, wie gesagt, als Spitzenschutz nehme ich eigentlich nicht, aber man kann es benutzen. Ne, um das Ganze dann, wenn man halt kein Leder hat. Es ist eine Möglichkeit. So, dann haben wir noch eine Möglichkeit. Ich nehme jetzt hier einfach mal, mach mal wieder so ein bisschen Sache, Vorbereitung mal wieder 0. Irgendwie, außer dass ich fliehen jetzt ein paar Sachen mit runtergenommen habe. Nehmen wir einfach mal hier das Stück, was ich hier abgeschnitten hatte. Das kann man dann quasi, kann man das dann draufkleben. Machen wir mal ein bisschen dünner das Stück. So. Wir machen noch ein zweites Ding. Wir wollen nämlich mal gucken, ob das was bringt. Das ist jetzt 5 bzw. 6 mm Plastazote Matte. Schwarz und Anthrazit. So, dann habt ihr das hier, ich sag jetzt mal, ihr baut dann einen Korb für eine Waffe. Habt das kaputt. Seht, das geht relativ einfach. So, dann nehmen wir das Ganze jetzt mal und kleben da mal einen Streifen von dem Fliegengitter drauf. Könnt ihr natürlich auch auf beide Seiten machen, je nachdem, das hält natürlich dann noch besser. So. Immer gucken, dass das schön glatt streicht. So mit der Seite und dass das hier so ein bisschen geglättet wird. Muss jetzt auch nicht so hundertprozentig überall in jeder Pore drin sein. Das ist dann nachher für Pinsel dann auch nicht schlecht. Nachteil ist halt, ihr müsst dann ein paar Schichten mehr drauf machen, damit man dann quasi, ich sag jetzt mal hier, dass dieses Karo-Muster oder ne, Karo-Muster nicht, dieses Gittermuster nicht mehr sieht. Was ihr auch machen könnt, damit ihr das besser nachher überpinseln könnt, entweder ein bisschen, wenn es dann trocken ist, ein bisschen mit Schmirgel halt drüber gehen. Oder ihr nehmt einfach einen Pinsel und macht eine dünne Schicht Pattex drüber. Dann kann man da auch richtig schön drüber pinseln. Dann sind auch die Poren schneller zu, das kann man auch machen. Oder halt, wie gesagt, mehrere Schichten Flexipaint oder Latex drüber. So, jetzt müssen wir das Ganze, wie ihr seht, ist noch nicht ganz abgekühlt. Geht aber relativ schnell. Und dann gucken wir mal, wie schnell das geht, dass man das dann hiermit zerreißen kann. Wie ihr gesehen habt, das ging ja gerade nicht so schwer. Ne? Wenn ihr da mal irgendwo hängen bleibt, habt ihr das dann direkt kaputt. Das ist halt, die Matten halten halt, was sowas angeht, nicht so viel aus.
So, ein bisschen müssen wir noch. So. Seht ihr? Da muss man schon, hört ihr das? Also ich ziehe das schon richtig fest an. Wie ihr seht, tut sich nichts, ein bisschen gewölbt halt durch das Ziehen jetzt und das Festhalten, aber da tut sich halt nichts. Ich hoffe, dass man das halt gut sehen kann. Ne? Nochmal machen. Ja. Und wenn er das dann beidseitig macht, wie gesagt, weil der ein oder andere mal schon mal gefragt hat, macht schon einiges aus. Ne? Soweit dazu. Dann kann man zum Beispiel auch benutzen, ich wollte ja noch so ein paar Unterarmschilde machen, wo ich dann die 3 geschäumten Teile drauf machen wollte. So, dann gehen wir mal hin. Ich habe jetzt hier so ein Stück Regentonne. Ich spiele das jetzt ein bisschen vor. Das ist zum Beispiel, wenn ihr größere Flächen bei einem Schild habt. Ich sag jetzt mal, das hier ist ja sehr kleiner Teil jetzt. Ne? Da könnt ihr dann zum Beispiel, ihr habt jetzt, sagen wir mal hier auf der, ich sag mal, ihr macht einen größeren Schild, habt dann, sagen wir mal, hier so auf der Länge habt ihr dann Regentonnekern drin. Ich sag jetzt mal so, ne? Also hier. Und hier unten das Teil ist dann, sagen wir, noch ein bisschen größer, ist ja wirklich sehr klein. Dann könnt ihr zum Beispiel hier unten Fliegengitter. Oder ich zeige euch mal, wie man das auch machen kann. Wie gesagt, der Winkel, der ist ein bisschen, also die Rundung ist ein bisschen klein, um das gut zu zeigen. Wie gesagt, ihr könnt das ja jetzt schon mal so ein bisschen vorbiegen. Kann man dann auch warm machen, dann geht das eigentlich auch ganz gut. Aber ihr könnt dann zum Beispiel das Teil, ich habe jetzt hier ein bisschen Fliegengitter vorbereitet, das ist ein bisschen groß geworden, wie ich hier sehe. Jetzt brauche ich ein ganzes Teil Heißkleber. Prinzipiell könnte man das auch, das ist, hier oben ist es ein bisschen gerader. So, irgendwie ist das alles ein bisschen schief, aber ist egal. So, ihr habt das ja jetzt schon so ein bisschen vorgebogen. Da müsst ihr immer gucken, dass ihr das dann in der Mitte anfangt. Da macht ihr am besten immer so einen etwas breiteren Streifen. Das ist nämlich, weil das Fliegengitter, das zieht sich immer gerne ein bisschen, wenn ihr dann hin und her am Schieben seid. Deshalb ist das immer gut, wenn ihr, sagen wir, in der Mitte so eine, ich nenne es jetzt mal Haltestelle habt. Könnt ihr auch ruhig ein bisschen mehr immer drauf tun. Und dann immer so ein bisschen mit der Seite von der Heißklebepistole, also hier, wo das schon warm ist, dann immer ein bisschen glatt streichen. Da braucht ihr auch nicht sparsam sein, da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr drauf. Ihr seht das, ich bin da nicht gerade knauserig. Und dann immer glatt streichen. Wie gesagt. Jetzt müssen wir gucken, wie gesagt, die Biegung, die ist jetzt hier nicht so groß. Ich hätte lieber was mit einer größeren. Scheiße, jetzt habe ich natürlich hier. Jetzt habe ich hier unten ein bisschen zu weit abgeschnitten. Das ist natürlich jetzt nicht, was ich gerade wollte. Bisschen aufpassen müsst ihr natürlich beim Fliegengitter grundsätzlich immer, da das zum Rand immer, ich sag jetzt mal so 1 bis 2 Finger breit lasst, also mindestens einen, weil das ist, wenn er das mit dem Heißkleber dran geklebt hat, immer relativ, ich sag jetzt mal, das gibt eine harte Kante, also als Schneidekante, ich sag jetzt mal so an der Waffe, so direkt bis an die Klingenkante ran, würde ich nie nehmen. Das ist definitiv zu hart. Ja. So, jetzt probieren wir nochmal. Wir biegen noch ein bisschen. So, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte gerne was mit noch mehr größeren Biegungen gehabt, aber das ist halt ein bisschen klein hier von dem, weil das für größere, für der Schild ist ja wirklich relativ klein hier. Aber ist ja, kriegen wir auch hin. So, und dann, wenn ihr dann in der Mitte das ein bisschen abkühlen lassen habt, dann macht er immer von einer Seite, von der Mitte her, geht er dann zur Außenseite. Jetzt muss ich gucken, dass das auch mit der Biegung bleibt.
Wie gesagt, ich schätze lieber größer gehabt, dass man es besser sehen kann. Damit zum Beispiel können wir auch gut Schilde oder so bauen, die keinen Kern haben. Das geht eigentlich wirklich ganz gut. Wie ihr seht, wenn er eine Heißklebepistole nimmt mit einer relativ großen Düse hier, das sind diese Türkisen. Die gibt es dann ja auch noch mit so einem gelben Griff, aber die Düse, die ist mir ehrlich gesagt, die habe ich früher immer benutzt, aber seitdem ich die hier habe, will ich ja keine andere mehr haben. Weil aus der Düse hier, da kommt relativ viel raus. Bin ich eigentlich ziemlich begeistert von. So, lassen wir noch ein bisschen abkühlen. Die Rundung ist jetzt wirklich nicht so groß geworden, wie ich so gern gehabt hätte, aber es geht. So, weil ihr natürlich auch noch machen könnt, wenn sowas ist, ne? Und euch, ich habe jetzt ja hier unten, das Teil zum Beispiel, hat jetzt nicht ganz so hingehauen. Jetzt gucken wir mal. Da ist wieder also ein bisschen schief und krumm, aber ich schneide das immer irgendwie alles schief und krumm. Dann könnt ihr natürlich hingehen. Ich mache jetzt noch unten noch ein Stückchen dran. Wie gesagt, dann wieder in der Mitte, weil ihr dann auch machen könnt, wenn das mit einem euch noch nicht steif genug ist, könnt ihr noch mehrere Schichten übereinander kleben. Das geht auch ganz gut. Ihr könnt natürlich auch von der anderen Seite danach kleben, aber das ist dann euch überlassen. So. Wie ihr seht, das geht wirklich gut und relativ schnell. Auch einer der Vorteile, das Ganze kriegt auch ein bisschen Gewicht, ne? Durch die Heißklebepatronen, die ihr da drauf knallt. Einer mag es, der andere vielleicht nicht. Ne? Liegt dann an euch. Wie gesagt, sind ja nur so ein paar Anwendungsbeispiele, was man mitmachen kann, wenn man das will. So, schneiden wir hier noch ein bisschen was weg. So auch. So. Wie ihr seht, da braucht man auch immer ganz ordentlich an Heißklebepatronen. Ja, aber es lohnt sich. Wie gesagt, da nehme ich immer am liebsten die Patronen vom Pattex für die Hotsticks. Die haben sich eigentlich als relativ gut erwiesen im Vergleich zu anderen billigeren Sachen. Die kleben meistens nicht so gut. So. Wie ihr seht, ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Na, so eine Wölbung leicht ist drin. Gut, wie gesagt, das ist durch die kleine, hätte ich vielleicht ein bisschen hier so, ein bisschen mehr Wölbung hätte ich jetzt gerne drin gehabt, aber ist so okay. Na. Geht jetzt nur darum, dass ihr das sehen könnt. Wie gesagt, wie ihr seht, na, an den Stellen, wo es hier doppelt ist das richtig, na, richtig steif. Hier, wo nicht nur so eine Schicht ist, kann man noch so ein bisschen. Ne? Also wie gesagt, wenn er mehrere übereinander macht, also wenn er 2, 3 oder was, ne? Also je mehr drüber klebt, umso steifer wird das Ganze. Wenn er mal irgendwas ohne Kern bauen wollt. Das ist jetzt so, was man damit halt so machen kann. Mal gucken, was fällt mir denn sonst noch so ein. Ja, wie gesagt, da kann man auch noch ein paar andere Sachen mitmachen, aber momentan fällt jetzt nichts ein für Video, was man da noch groß machen könnte. Man kann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, mal schauen, wenn wir irgendwas haben. Haben wir hier irgendwas? Wenn er jetzt, ich sag jetzt mal, Moment.
Das machen wir jetzt aber nur so als Beispiel. Das ist jetzt wirklich total improvisiert. Wenn er jetzt hingeht und macht, ich sag jetzt mal einen Ledergriff. Ich mache das ein bisschen kleiner mal. Sag mal hier. Wir machen jetzt Kugelschreiber. Da. Wie gesagt, das ist jetzt nur so als Beispiel. Ihr habt jetzt einen Ledergriff, den ihr irgendwie, oder einen Griff zum Halten. Habt ihr dann, ich sag jetzt mal einen Griff. Ist jetzt nicht, vom Verhältnis passt das natürlich jetzt nicht, aber das ist jetzt nur so als Beispiel. Ihr habt das dann hier festgemacht, das Ding ist ein bisschen höher, so zum Greifen, und ihr macht eine Lederplatte. Also quasi hier so für den Griff eine Lederplatte dran, die dann quasi hier drauf geklebt wird. Dann könnt ihr hingehen. Ich klebe das jetzt hier einfach mal drauf, das ist nur so ein Reststück, das ist egal. Mache ich jetzt aber mit Heißkleber. Also so Leder draufkleben am besten, nicht unbedingt mit Heißkleber, nimmt er am besten für Pattex Classic. Ich mache das jetzt nur für das Video hier, damit es ein bisschen schneller geht. So, jetzt sagen wir mal, ihr habt dann hier so den Griff dran, ja, hier so ein bisschen höher. Das Leder ist auch was dicker, das ist jetzt nur, weil ich gerade hier liegen hatte. Dann könnt ihr zum Beispiel hingehen. Mal gucken, ob wir irgendwas von den Reststücken, die wir hier noch so rumliegen haben. Dann könnt ihr zum Beispiel hingehen. Ich mache jetzt mal hier so ein paar Stücke fertig. Nehmt ihr immer gut was länger, wie das Teil hier ist. Und dann könnt ihr da zum Beispiel könnt ihr zum Beispiel hingehen, wenn ihr das jetzt hier den Griff hier so drauf geklebt habt oder hier mit einer Schnalle, ne, damit ihr das vernünftig halten könnt ihr dann hingehen und klebt dann ein bisschen überlappend. Das mache ich dann meistens mit Heißkleber. Dann klebe ich hier so ein bisschen hier drauf, so den Rand. Hier in der Kante müsst ihr mal ein bisschen aufpassen von dem Leder, da ihr das schön da mit reindrückt. Ja. Am besten dann immer so ein bisschen abkühlen lassen. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt ein bisschen lang geraten, aber das ist jetzt nur so quasi, damit ihr da gucken könnt. So. Ja. Wie gesagt, das mache ich dann immer mit Heißkleber. Kann man wahrscheinlich auch mit Pattex machen. Aber so. Das könnt ihr dann quasi einmal rundherum machen. Und dann, jetzt gucken, noch ein bisschen abschneiden. Ja, das war ein bisschen viel, aber ist egal. Das ist nicht so schlimm, wenn es nicht so ordentlich ist. Das wird sowieso danach meistens überpinselt. Und dann von daher siehst du davon dann auch nichts mehr. Wie gesagt, dann macht er quasi, klebt er das dann hier großflächig auch nochmal fest. Hat so den Hintergrund, da der quasi das Leder mit dem Griff dann besser fixieren könnt, dass das besser an der Matte hält. Ups, da habe ich da reingegriffen, das sollte er natürlich nicht machen. Ja, immer dran denken, wenn er mit Heißkleber dran, das ist verdammt heiß, habt ihr euch schnell mal eine Brandblase oder der Finger, ein bisschen der Haut runtergebrannt. Also immer aufpassen. So. Ja toll, das Stück ist natürlich jetzt runtergefallen. Das ist nicht schlimm. Nehmen wir hiervon noch ein bisschen was. So. Mache ich auch einfach nur so Pi mal Daumen. Könnt ihr dann hingehen. Macht das Ganze dann quasi hier an den Seiten auch noch. Ich mache das jetzt nur hier auf der Matte, noch ein bisschen was da überlappt, das lassen wir einfach mal. Wie gesagt, das ist jetzt ja nur zur Anschauung. Damit könnt ihr dann, ich sag jetzt mal, die Anklebefläche deutlich vergrößern nochmal. Gegen Abreißen auch. Dass das nicht so schnell rausreißt bei Belastung.
Da hätte er quasi dann, ich sag jetzt mal, hier und hier das dickere Leder dann durch. Ich sag jetzt mal, wenn er einen Holzgriff dran macht, dass dann quasi hier das Leder dann ist, ne? Dann kann sich das Ganze nicht, und dann könnt ihr je nachdem noch mal eine Matte drüber kleben. Ne? Müsst ihr dann nur gucken, dass ihr für das Leder dann einen Schlitz macht in die 3er Matte oder 6er oder 10er, je nachdem, was da drüber klebt, damit das dann sauber nachher rauskommt. Da kann das dann nicht so schnell sich lösen. Das ist eigentlich auch ganz gut und das ist auch relativ stabil. Ne? Ihr habt ja schon gesehen. Das sind so ein paar Anwendungsbeispiele. Ja Leute, das waren jetzt mal so ein paar Anwendungsbeispiele, weil ihr mit diesem Fliegengitter aus Kunststoff alles so machen könnt. Wie gesagt, habt ihr gesehen, also für den einen oder anderen, der meint, mit dem Fliegengitter, das taucht nichts. Wie gesagt, habt ihr gesehen, das stabilisiert so ein Stück 6er Matte ungemein, wenn er das da drauf klebt. Ja, oder 10er Matte, wie beim Streitkolben zum Beispiel, ne? Wie gesagt, das ist schon nicht schlecht, nur wie gesagt, lasst immer zum Platzrand. Das ist immer, wenn er das so bis an den Rand selber dann macht. Ich sag jetzt mal hier so, bei dem Schild könnte da auch bis komplett zum Rand. Dann würde ich aber empfehlen, dass er dann mit 3er Matte nochmal einmal so einen Metallrand drüber macht. Kann man dann auch machen. Aber wie gesagt, am besten lasst er immer so, ich sag mal so 1 bis 2 Finger oder so ein Daumenbreit, am besten immer hier so Platz. Ihr müsst immer mal ein bisschen was, ich sage immer, nachschleifen oder hier so ein bisschen eine Phase reinmachen oder schleifen. Da ist das immer dann gut. Weil Nachteil ist, das Fliegengitter, wenn er das schneidet mit dem Heißkleber zusammen und der Matte und habt das bis an der Kante und schneidet dann weg. Erstmal wird das sehr unschön vom Rand. Da müsst ihr dann immer gucken, und die Cutterklingen, die werden unheimlich schnell stumpf davon. Das ist Wahnsinn. Also durch die Matten werden die ja schon relativ schnell stumpf. Scharf sind sie ja immer noch, nur halt für den Schaumstoff dann meistens nicht so scharf. Aber die werden richtig stumpf. Glaubt ihr mir. Das ist unglaublich. Soll man ja nicht meinen. Ja, dann hoffe ich mal, dafür, dass das mal wieder so ein Tipps und Tricks und improvisiertes Video ist, hoffe ich, das Ganze gefällt euch, hat euch ein bisschen weitergeholfen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Schwitzt nicht so viel. Soll ja noch ziemlich warm jetzt am Wochenende werden. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.